Ich bin die Sakine, komme in der Nähe von Hannover, bin eine Mutter von 4 Kindern und habe eine Bauchdeckenstraffung mit Brustverkleinerung hinter mir. Wie ich auf die Praxisklinik am Rosengarten gestoßen bin, das kann ich gerne sagen. In Instagram und TikTok, da habe ich die Seite gefunden und der Charme von Herrn Dr. Spanholz hat mir wirklich sehr angetan, muss ich sagen. Und so bin ich halt auf die Praxis gestoßen. Die Instagram-Seite habe ich über 2 Jahre verfolgt und habe mich zu einem Beratungsgespräch in Hamburg entschlossen und mich im Praxisklinik am Rosengarten vorgestellt. Die OP habe ich mir vorgenommen. Nach 4 Kindern hat man nicht die gewisse Straffheit am Bauch oder am Brust. Und so habe ich mich für die OP entschieden. Eine sehr liebe und nette Patientin mit dem gängigen Problem, was wir sehr oft bei uns in den Sprechstunden sehen und die Beschwerden auch hören. Nach mehrfachen Schwangerschaften ist es oft so, dass die Haut dann nicht den gewünschten Rückzugseffekt bietet. In diesem Fall kann man hier ganz gut Abhilfe schaffen, vor allem in einer Straffung, bei Bedarf auch mit einer Brustverkleinerung sowie auch einer Bauchdeckenstraffung. Nicht selten kombinieren wir die OPs auch mit einer kleinen oder größeren Fettabsaugung. Mein Beratungsgespräch fand statt mit Herrn Dr. Spanholz und Herrn Dr. Schwab. Und ich habe mich sehr, sehr gut hier aufgehoben gefühlt. Die waren wirklich sehr, sehr locker. Und das hat mich auch ein bisschen auch aufgelockert, muss ich sagen. Und das hat so seinen Verlauf dann genommen. Die Arbeit, die Sie mir vorgestellt haben, die war wirklich sehr gut, weil ich habe sehr, sehr viele Ärzte auch verfolgt in Instagram und TikTok. Und deren Arbeiten haben mir wirklich nicht gefallen. Und das, was Herrn Dr. Schwab und Herr Dr. Spanholz mir vorgestellt haben, das hat mir sehr gut gefallen. Mein OP-Tag ist sehr gut verlaufen und ich bin in der Klinik angekommen, wurde sehr gut von den Helferinnen auch angenommen. Und ich habe ein Privatzimmer bekommen, das war super. Dr. Spanholz, Dr. Schwab, die haben mich sehr gut aufgeklärt über die OP, wie der Verlauf ist. Ich bin auch selber in die OP reingelaufen. Die Mädels, die haben mich da schon erwartet, das war richtig schön. Und die Narkose, die war echt super. Und kaum 3, 4 Sekunden ist man dann sofort weg gewesen, hat man nichts mehr mitgekriegt. Und zack war man im Zimmer. Man hat nur noch gedacht, es sind wirklich nur so 1 Stunde und nicht mal gefühlt gewesen. Und bin ich dann im Zimmer aufgewacht. Helferin stand schon neben meinem Bett, waren echt klasse. Also nach der OP, die ersten 2 Tage, ist es wirklich sehr anstrengend gewesen, auch aus dem Bett zu kommen. Da hat man natürlich Hilfe in der Klinik, die auch 24 Stunden wirklich für einen da sind. Und zu Hause muss man wirklich auch Hilfe haben, weil so ein großer Eingriff, das ist auch kein Spaß. Da habe ich meine Familie um mich herum gehabt, wirklich fast 2 Wochen, dass ich peu à peu dann zu mir gekommen bin. Nach dem Eingriff die Schmerzen, ich muss ehrlich sagen, es klingt vielleicht nicht schön, aber ich habe keine Schmerzen gehabt. Ich habe gesagt, die Helferinnen haben mich gefragt, haben Sie Schmerzen? Ich dann, nein, ich habe keine Schmerzen. Es sind wirklich Bauchschmerzen gewesen, so leichte, irgendwann mal nach 3 Tagen. Oder dieses schwer aus dem Bett zu kommen, dann hat man natürlich auch Schmerzen. Aber wenn man dann liegt, da empfindet man nicht viel. Also die Klinik würde ich empfehlen. Die Beratung, alles was drumherum ist, wirklich sehr gut. Ich bin auch froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Und mein Ergebnis, ich bin sehr zufrieden. Natürlich muss man sehr, sehr viel Geduld mitbringen, weil so eine Fettabsaugung, Bauchdeckenstraffung, das ist kein Spaß. Und bis es abheilt, braucht man wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit. Also momentan ist mein Bauch ein bisschen betäubt, aber es regelt sich nach und nach, das merke ich und spüre es auch. Herr Dr. Schwab, Herr Dr. Spanholz würde ich sehr empfehlen. Die sind wirklich für jeden auch privat zu erreichen. Da habe ich schon spät in der Nacht Herrn Dr. Schwab angerufen. Er war wirklich jederzeit zu erreichen,
auch im Klinik ist er wirklich um 3 Uhr morgens bei mir am Bett aufgetaucht ist. Und also weil es kleine Komplikationen, aber die nicht gravierend waren, aufgetaucht waren. Also die sind wirklich jederzeit für einen da. Selbstverständlich sind wir für unsere Patienten auch außerhalb der Sprechstundenzeiten erreichbar. Vor allem für die Patienten, die von weiter weg kommen, ist es für uns wichtig, dass wir weiterhin als Ansprechpartner erreichbar sind und dass sie nicht das Gefühl haben, alleingelassen zu werden. Ich würde meiner Freundin oder Bekannten das empfehlen, weil ich einfach die Ergebnisse, die erzielt wurden an meinem Körper, auch meine Freundin zeige. So sieht es aus, Vorher-Nachher-Bilder. Und die sind natürlich dann, also ich habe es auch vorgestellt und die sind sehr begeistert. Und viele denken schon darüber nach, diesen Weg auch zu gehen, weil es ist nicht einfach als Frau, diesen Weg zu gehen, weil man hat wirklich Bedenken und denkt, oh Gott, was ist, wenn was schief läuft, diese Fuscharbeit etc. Aber bei Dr. Spanholz und Dr. Schwab sind sie sehr, sehr gut aufgehoben. Und Frau Dr. Rado muss ich auch noch erwähnen, die ist auch super, super Ärztin. Die habe ich auch noch kennengelernt, die ist dazugestoßen in die OP. Und das fand ich so klasse. Meine OP hätte normalerweise 6 Stunden gedauert, weil das ein Rieseneingriff gewesen ist. Das fand ich so toll, dass die zu dritt an mir gearbeitet haben, so darf ich das wohl sagen, an mir gearbeitet haben und die Zeit von 6 Stunden auf 4 Stunden verkürzt haben. Auch wegen, ja, dass man nicht so lange in der Narkose dann auch bleibt. Bei diesen Operationen, wo die OP-Dauer relativ lang werden könnte, womit dann auch die Komplikationsrate steigt, versuchen wir für unsere Patienten die maximale Sicherheit zu bieten. Sprich, wir gehen mit mehreren Ärzten an die OP ran. Bei dieser OP haben wir operiert mit Dr. Spanholz, Dr. Rado und mir. So konnten wir die OP-Zeit um 1/3 verkürzen und dadurch auch das Risiko für die Patienten deutlich minimieren. Also nach diesem Eingriff bin ich froh, dass ich, wie gesagt, das schon gemacht habe. Und man merkt schon, man kann alles anziehen und da quillt nichts aus der Hose raus, auf Deutsch gesagt. Und die Ergebnisse echt super. Man kann vernünftige Sachen anziehen, man kann wirklich auch BHs anziehen, die BHs mit Bügeln, die nicht in der Luft hängen irgendwo, dass die wirklich, diese Bügeln auch am Körper anliegen. Das ist toll.